Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. Heute zeige ich euch die LKWs der zweiten Generation, die Zweiachser von 1978 und die Dreiachser von 1981. Es ist eine neuartige Baureihe von zeitlosen, formschönen Lastwagen. Sie wurden vom Stuttgarter Designbüro Delta Design entworfen. Im November 1978 sind gleich 3 unterschiedliche neue Laster auf den Markt gekommen. Alle 3 zum selben Verkaufspreis von damals 32 Mark. Das würde heute einer Kaufkraft von ungefähr 45 € entsprechen. Die Lastwagen waren sehr einfach und robust gebaut, mit höher gestelltem Fahrwerk und mit großen Gummireifen auf einer durchgehenden, stabilen Metallachse. Das einfach gestaltete Fahrerhaus hat die typische nahtlos umlaufende Panorama-Windschutzscheibe. Hinter den 3 Sitzplätzen gibt es 3 Fächer für Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Koffer und das Pannendreieck. Auf allen 4 Ecken der LKWs können Warnschilder aufgesteckt werden. Die 2 Einstiegsleitern können an 7 unterschiedlichen Halterungen am Unterbau befestigt werden, an der Ladefläche, an der Fahrerkabine und an 3 Steckmöglichkeiten vor der Windschutzscheibe. Links und rechts zwischen den Achsen sind 2 klappbare Werkzeugladen eingebaut, die genügend Platz für eine Werkzeugkiste oder für 2 Eimer bieten. Auf der Ladefläche gibt es 2 Einsteckmöglichkeiten für Schaufel und Spitzhacke. Der Absetzkipper wurde mit 3 Arbeitern geliefert und mit 2 Bauschuttcontainern. Die Bauschuttcontainer hatten Deckel zum Öffnen. Der Absetzkipper war nur bis 1983 im Katalog und wurde kein weiteres Mal neu aufgelegt. Viel erfolgreicher war der Müllwagen. Er wurde mit 4 Arbeitern geliefert und mit 5 roten Mülltonnen auf kleinen Fahrgestellen. Die Mülltonnen konnten vorbildgetreu hinten eingehängt werden und wurden entleert. Auf der Müllhalde angekommen, konnte der ganze Aufbau mit einem Mechanismus abgekippt werden. Der Müllwagen war sehr lange im Sortiment. Bis 1986 hatte er seine ursprüngliche Form. Dann wurde er aber nicht als neuer LKW der 3. Generation erneuert, sondern kam 1988 noch einmal in derselben klassischen Bauform als Neuauflage heraus. Die Neuauflage blieb bis 1998 im Katalog. Der Müllwagen bekam einen neuen gelben Unterbau. Auf die fummeligen Warnschilder wurde verzichtet, ebenso fehlten die Einstiegsleitern. Die Werkzeugladen bekamen einen großen vorstehenden Griff und der Unterbau bekam noch eine Einsteckmöglichkeit für Werkzeug. Der Aufbau bekam eine graue Farbe und die 5 Müllcontainer wurden grün. Genau derselbe City Service LKW wurde im Jahr 2010 als Classic Edition im Playmobil Direct Service wieder neu aufgelegt. Der 3. LKW von 1978 war der grüne Abschleppwagen. Auf der Ladefläche war ein großer grauer Kran montiert, mit einer Seilwinde und mit einem schweren Kranhaken aus Metall. Am Kranhaken war das B-Logo für Geobra Brandstätter eingeprägt. Auf der Ladefläche gab es Ablagemöglichkeiten für Warnkegel, Eimer und Werkzeugkiste sowie Steckmöglichkeiten für Schaufel und Besen. Auf der Ladefläche war auch das Schild und die Blinklichter aufgebaut. Beim Abschleppwagen war ein PKW dabei, ein Servicewagen der Firma Bosch in oranger Farbe mit den neuen schwarz-weißen Felgen und mit einem Blinklicht. Passend dazu gab es den Bosch-Mechaniker für den PKW und den ADAC-Mitarbeiter für den Abschlepper.
Dieser Klassiker blieb bis 87 im Sortiment. Mit genau denselben deutschen ADAC-Aufklebern wurde der Abschlepper im Jahr 1980 in roter Farbe als Exklusivset ohne BKW und mit 3 Figuren wieder neu herausgegeben. Im Jahr 1986 erfolgte eine weitere Auflage für den Export mit gelb-schwarzen Warnstreifen auf den Stoßstangen und auf den Warnschildern. Die Einstiegsleitern waren von dunklerem Grau. Bei dieser Exportversion war ein graues Rallye-Auto mit schwarzem Dach dabei. Ohne das Auto wurde der Abschlepper in seiner roten Farbe mit den gelb-roten Warnstreifen im Jahr 2011 im Playmobil Direct Service als Classic Edition wieder aufgelegt. Der 4. zweiachsige LKW war der Muldenkipper von 1980. Er war nur sehr kurz bis 82 im Katalog. Die große Kippmulde konnte mit dem üblichen System abgekippt werden. Besonders spielgerecht war der mehrfach schwenkbare und drehbare Greifarm. Die Greifzange hatte einen Federmechanismus und konnte Steine und Sand aufnehmen. Am Greifer gab es Steckmöglichkeiten für Werkzeug. Dieser Muldenkipper war der erste LKW, der im Jahr 2003 im Direktservice wieder neu aufgelegt wurde. Auf der rechten Seite sehen wir alle 3 LKWs. Den Muldenkipper, den Abschlepper und den Müllwagen aus der Classic-Edition. Der 5. und letzte zweiachsige LKW war der blaue Speditions-LKW von 1982, der bis 1985 im Katalog war. Es war der einzige LKW mit aufgeklebten gelben Scheinwerfern. Der Speditions-LKW hatte einen großen Planenaufbau. Dieser war wie das Safari-Zelt konstruiert. Man konnte wahlweise den Aufkleber der Speditionsfirma Eurotrans verwenden oder alternativ einen Aufkleber eines Obst- oder Gemüsehändlers. Der Unterbau war ganz anders als bei den anderen LKWs. Es konnten nämlich 2 Ladeschienen eingeschoben werden. Diese konnten hinten verhakt werden. Die Ladefläche war nicht kippbar, aber die 3 Bordwände konnten aufgeklappt werden. Über die ausziehbaren Ladeschienen konnten kleinere Baufahrzeuge aufgeladen werden. So ist es auch auf dieser Verpackung mit dem kleinen Kompaktlader dargestellt. Sehr gut zum Speditions-LKW passt natürlich auch der Gabelstapler. Mit dem Gabelstapler kann man Paletten verladen. Der Speditions-LKW hatte 2 Figuren dabei. Nach diesen 5 zweiachsigen LKWs kommen wir jetzt zu den 3achsigen LKWs, die im Jahr 1981 herauskamen. Äußerlich schauen sie ziemlich ähnlich aus, mit der typischen umlaufenden Panorama-Windschutzscheibe. Aber in der Kabine sind 6 Sitzplätze für die Mannschaft. Auf der Seite der Kabine gibt es eine Steckhalterung für ein Megafon oder für ein Funkgerät. Bei diesen neuen LKWs fehlten die fummeligen Warnschilder und es waren auch keine Einstiegsleitern dabei. Vorn gab es eine ausziehbare Seilwinde, hinten hatte sie eine Lade, in der der Zughaken verstaut werden konnte. Im Unterbau waren 4 große, stabile, ausfahrbare Stützen eingebaut. Die Werkzeuglade zwischen den Achsen war nicht klappbar, sondern ausziehbar. Direkt mit dem Führerhaus war ein großer Geräteraum verbunden. Er hatte 2 große Schubladen für Werkzeug in der Rollladenoptik. Der drehbare Kranaufbau hatte verschiedene Ablagefächer. Eines für die Hakenleiter, ein zweites für eine Schlauchrolle, dann kam der Sitz des Kranführers,
ein Steckplatz für die Drehschraube und ein Fach für den Werkzeugkasten. Die Drehleiter war mit einer Feder auf einer Zahnstange verriegelbar. Die Leiter war auf eine atemberaubende Höhe von 63 cm ausfahrbar. Leider waren die Drehschrauben nicht feststellbar. Wenn die Leiter älter wurde, dann rollte sie immer wieder von selbst zurück. Das Feuerwehrauto war mit 5 Feuerwehrleuten in alten blauen Uniformen ausgestattet. Im Jahr 1986 wurde das Feuerwehrauto mit neuer Mannschaft und mit neuem weißen Unterbau erneuert. Er bekam 2 zusätzliche Zugösen. Die Werkzeugladen bekamen größere Griffe, die ausziehbare Lade unten und die große Schublade einen größeren Haltegriff vorne. Die Höhenverriegelung der Leiter wurde viel stabiler gemacht und bekam eine Verriegelung. Die Ausfahrschrauben blieben aber im alten System so, wie sie waren. Dieses Feuerwehrauto war bis 1995 im Sortiment, bis es 1996 von der neuen Drehleiter abgelöst wurde. Das zweite Feuerwehrauto von 1981 war der Tankwagen. Er hatte einen großen Tankaufbau mit 2 ausziehbaren Schlauchrollen. Die Drehschraube konnte innen verstaut werden und die ganze Schlauchrolle konnte man einschieben. Der Gepäcksträger am Dach bot ausreichend Platz für das Schlauchboot, die Rettungstrage und eine Leiter. Es war ein zweifach ausziehbarer Lichtmast mit 2 schwenkbaren Scheinwerfern eingebaut. Am Dach des Werkzeugraumes gab es einen großen Wasserwerfer. Die 5 Feuerwehrleute hatten noch die alte blaue Uniform mit den roten Helmen. Sie hatten aber einen Aufkleber als Abzeichen. Dieses Feuerwehrabzeichen ist auch an der Seite des Fahrzeuges aufgeklebt. Löschen, bergen, schützen und retten. Der dritte dreiachsige LKW von 1981 war der Autokran. Immer der Playmobil-Baufirma Transport Union. Er war baugleich mit der Drehleiter, aber statt der Drehleiter gab es den dreifach ausfahrbaren Kranarm. Er erreichte eine Höhe von 72 cm. Der Kranhaken war der einfache Metallhaken vom Abschlepper. Es gab ein einfaches Doppelseil ohne Umlenkrolle. Das Doppelseil lief einfach auf eine doppelte Seilwinde. Der Kranarm war wieder mit Federn feststellbar. Wichtig ist hier, dass auch die Drehschrauben zum Ausfahren eine Feststellfeder haben. So rutschte der Kranarm nicht von allein wieder zurück. Dieser Kranwagen war noch viel länger im Sortiment als die Drehleiter. Er wurde mehrfach neu herausgegeben. 1988 wurde er als Mobilkran erneuert und blieb bis 2003 im Sortiment. Die erneuerte Ausführung bekam einen großen neuen Kranhaken mit einer echten Umlenkrolle. Der Kranhaken konnte in einer Ablage vor der Motorhaube verstaut werden. Das waren jetzt alle dreiachsigen Lastwagen von der neuen Bauart mit den typischen Panoramascheiben. Zur selben Bauart zählte aber auch der Armbagger von 1979. Er hatte dasselbe Design, dieselben Räder und dasselbe Werkzeugfach wie die LKWs. An den 4 Seiten hatte er neue ausklappbare Stützen und vorn und hinten 2 Halter für Verkehrsschilder. Der Baggerarm und die Schaufel waren mit feststellbaren Schubstangen und mit Fingerringen beweglich. Es wurde ausreichend Rohmaterial und Kabel zum Verlegen mitgeliefert, ebenso Verkehrszeichen und Absperrungen. Jetzt möchte ich euch noch kurz die kleinen Baufahrzeuge der 80er Jahre zeigen.
Im Jahr 1980 sind der Gabelstapler, der Kompaktlader und der Frontkipper herausgekommen. Im folgenden Jahr 1981 gab es die Straßenwalze. Jetzt möchte ich euch gerne noch kurz das Fahrzeugsystem mit den Wechselreifen zeigen. Das System wurde 1979 mit dem Rennwagen eingeführt. Die Boxencrew konnte mit einem speziellen Werkzeug die Radmutter von der Achse abheben und die Reifen wechseln. Dieser Rennwagen kam in roter Farbe noch einmal 1988 heraus und dann noch einmal in Weiß 1992. Auch der neue gelbe Rennwagen von 1994 hatte immer noch dieselben Wechselreifen, aber mit schwarzen Radmuttern. Im Jahr 1981 wurde das Wechselradsystem für die Geländewagen verwendet. Der Reservereifen kann für den Jeep und für den Anhänger verwendet werden. Der grüne Safari Jeep kam 1986 nochmal mit dem Pferdeanhänger beim Reitsportset vor. Er wurde dann 1982 nochmal als weißes Color-Set herausgegeben. 1984 in roter Farbe mit Motorradanhänger und 85 in gelber Farbe bei der Tankstelle. 88 mit Breitreifen nochmal mit Motorrädern und 2006 als Safari-Geländewagen. Zum Abschluss gebe ich euch noch einen kleinen Überblick über die neuen LKWs der dritten Generation von 1986. Es kamen gleichzeitig Kleinlastwagen und Sattelschlepper heraus. Die 3 Sets mit Kleinlastwagen waren der Schneepflug, der Zirkus-LKW und der Abschlepper. Sie hatten einen kleineren Bau, hatten keine verglaste Windschutzscheibe, aufgesteckte Dachscheinwerfer, hinter der Kabine einen Mast mit einem Blinklicht. Die Fahrerkabine hatte 2 Sitzplätze, am Armaturenbrett ein Autotelefon. In der Stoßstange gab es links und rechts einen Stecker für Warnflaggen, Wimpel oder Beilstäbe. Die Werkzeugfächer waren wieder klein, das linke war mit einem Tank ausgestattet. Die LKWs hatten vorne und hinten eine Anbaumöglichkeit für einen Schneepflug, eine Seilwinde oder eine Anhängekupplung. Der Schneepflug von 1986 hatte eine kippbare Ladefläche und einen großen zweiachsigen LKW mit Deichsel. Der Schneepflug wurde 1992 nochmal in grüner Farbe zum Wintersportthema herausgegeben und 2008 im Direktservice als weiß-blauer Zirkus-LKW neu aufgelegt. Einen roten Zirkus-LKW gab es auch bereits 1986. Er hatte hohe, klappbare Bordwände auf seiner kippbaren Ladefläche. Er hatte 2 Kamele als Zirkusattraktion geladen. Der dritte LKW von 86 ist der blaue Abschlepper. Er kam 1992 nochmals in gelber Farbe heraus und 1998 als schwarzer Monster-Truck. Von diesen kleineren LKWs gab es noch weitere Modelle. Den Bau-LKW von 89 mit der Sonnenblende statt den Scheinwerfern auf der Windschutzscheibe. Im Jahr 2003 gab es zum Flughafen noch einen Treibstoff-LKW. Das war der einzige Tankwagen, den Playmobil je herausgegeben hat. Der Feuerwehrtruck von 2018 war der letzte LKW dieser Bauart von 86. Mit der dritten LKW-Generation von 86 gab es auch einen Sattelschlepper. Er hatte eine transparente Windschutzscheibe, einen sehr schönen Bullenfänger als Stoßstange, einen großen Dachspoiler und 2 Hupen am Dach. Hinter der Kabine gab es einen aufsteckbaren Kofferraum für Erste-Hilfe-Koffer, Werkzeugkasten und Warndreieck. Der große Sattelauflieger hatte eine echte Tandemachse
und eine sehr große Kippmulde. Der schönste Sattelschlepper, den es jemals gab, war der Containertransporter von 1995. Zwar ist die violette Farbe etwas gewöhnungsbedürftig, aber die aufgedruckten Gemälde geben eine wundervolle Stimmung von einem Sonnenuntergang in den USA wieder. Am Aufkleber, am Container sieht man, dass der Container weltweit verschickt wurde. Der Sattelschlepper war wohl nicht so weit unterwegs. Der Container-Sattelschlepper kam nochmal 2008 als Playmobil LKW heraus. Es gab noch weitere Sattelschlepper. 1994 kam diese Rennzugmaschine heraus. Im Jahr 2000 gab es einen weißen Tieflader Gigant, der 2012 nochmal in grüner Farbe herauskam. Mit diesen Sattelschleppern bin ich bereits am Ende meiner heutigen Übersicht angekommen. Ich bedanke mich herzlich für euer Interesse an altem Playmobil und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.